Alles beginnt mit einem Gedanken. Bruno Gröning sagte, Gedanken sind Kräfte. Und die moderne Wissenschaft bestätigt heute: Was wir denken, fühlen und glauben, verändert unseren Körper, bis in die Gene hinein. Vielleicht hast du schon vom Placebo-Effekt gehört. Menschen nehmen eine wirkungslose Tablette und trotzdem heilen Schmerzen, Blutdruck normalisiert sich, Depressionen verschwinden. Warum? Weil der Glaube an Heilung biochemische Prozesse startet, Endorphine fließen, das Immunsystem wird aktiv, Zellen beginnen zu reparieren. Doch genauso gibt es den Nocebo-Effekt: Wenn wir zweifeln, uns fürchten oder ständig Negatives erwarten, verschlechtert sich unser Zustand. Das zeigt uns die ganze Kraft unseres Geistes, nach beiden Seiten. Und ja, immer wieder hört man, das ist doch Unsinn, Humbug, Einbildung. Doch ob etwas als Unsinn oder als Heilung erlebt wird, entscheidet letztlich der Beobachter selbst, aus seiner eigenen inneren Überzeugung. Wie es schon eine alte Weisheit sagt: Ob du glaubst, dass du etwas kannst, oder glaubst, dass du etwas nicht kannst, du wirst immer Recht behalten. Denn dein inneres Bild lenkt deine äußere Erfahrung. Andere Weisheiten sagen dasselbe. Dir geschehe nach deinem Glauben. Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Oder in moderner Sprache, dein Mindset schreibt das Drehbuch deiner Wirklichkeit. Hier beginnt das Geheimnis der Heilfrequenzen. Bestimmte Klänge wie 528 Hertz oder 432 Hertz können Herzrhythmus, Hormone und Gehirnwellen in Balance bringen. Studien belegen, 528 Hertz senkt Cortisol, das Stresshormon, und erhöht Oxytocin, das Hormon der Verbundenheit. 432 Hertz lässt den Puls sinken und öffnet für tiefe Ruhe. Die Schumann-Resonanz, 7,83 Hertz, die Frequenz der Erde, stabilisiert Schlaf, Herz und Gehirn. Doch all das ist nur die äußere Seite. Die innere Kraft, die darüber entscheidet, ob Heilung geschieht, ist dein Glaube. Bruno Gröning sprach davon, dass wir uns für die gute Kraft öffnen müssen, und moderne Forscher wie Lipton, Dispenza oder die Psychoneuroimmunologie zeigen dasselbe. Deine innere Haltung schaltet buchstäblich deine Gene um. Das bedeutet, Klang und Frequenz sind Werkzeuge. Aber der Schlüssel liegt in dir. Wenn du dich einstellst, wenn du die guten Gedanken zulässt und die schlechten abgibst, wenn du vertraust, dann kann die Frequenz wirken. Dann wird aus einem Klang ein Heilklang, aus einer Schwingung eine Brücke zum Göttlichen, aus einer einfachen Zahl eine Erinnerung daran, dass du mehr bist als Körper, Bewusstsein, Schöpferkraft, Leben selbst.